Was, wenn 5 Zivilisationen auf 5 verschiedenen Kontinenten, die nie Kontakt hatten, exakt dasselbe Wesen beschrieben haben? Blicken wir 14.000 Jahre in die Vergangenheit. Der globale Meeresspiegel lag damals satte 120 Meter unter dem heutigen Niveau. 120 Meter. Das bedeutet, dort wo heute Schiffe über das offene Meer kreuzen, befanden sich weite Landmaßen. Flussmündungen lagen Dutzende Kilometer weiter draußen. Einige der wärmsten, fruchtbarsten und wasserreichsten Tiefebenen der Welt lagen komplett über Wasser. Millionen Quadratkilometer bester Siedlungsraum. Heute ein nasses Grab auf dem Meeresgrund. Ein Paradebeispiel dafür ist der Persische Golf. Mit einer Durchschnittstiefe von gerade einmal 36 Metern ist er eines der flachsten Meere unseres Planeten. Doch vor 12.000 Jahren schwappten hier keine Wellen. Hier erstreckte sich eine gigantische Ebene. Auf 3 Seiten geschützt durch massive Gebirgszüge und durchzogen von einem gewaltigen Wassernetz. 4 Flüsse trafen in diesem Tal aufeinander. Euphrat, Tigris und 2 weitere urzeitliche Ströme, Wadi Albatin und Wadi Es-Saba. Flüsse, deren ausgetrocknete Betten heute nur noch auf Satellitenbildern der NASA zu erkennen sind. Kommt dir das bekannt vor? Ein Garten, in dem 4 Flüsse zusammenströmen? Genau so beschreibt die Bibel den Garten Eden. 2 Jahrtausende lang hielt man das für eine schöne Parabel, ein reines Gleichnis. Doch das Jahr 2010 änderte alles. Der Archäologe Jeffrey Rose von der University of Birmingham veröffentlichte eine Studie, die unser Geschichtsbild auf den Kopf stellte. Dieser Ort existiert, er ist kartografiert, er liegt direkt unter dem Persischen Golf. Und an seinen einstigen Ufern finden wir Spuren einer Hochkultur, die weit älter ist als alles, was unsere Lehrbücher als den Beginn der Zivilisation bezeichnen. Wir wissen bereits, dass antike Völker unvorstellbare Bauwerke errichteten. Aber wer waren diese Menschen? Woher stammte ihr Wissen? Die Standardantwort der Wissenschaft lautet stets Sumer, Mesopotamien, etwa 5000 vor Christus. Die vermeintlich erste Zivilisation. Doch diese Theorie bricht bei genauerem Hinsehen wie ein Kartenhaus zusammen. Ortswechsel. Iran, Provinz Kerman im Winter 2001. Massive Regenfälle lösen verheerende Sturzfluten am Fluss Halil Rud aus. Die Wassermassen reißen meterdickes Erdreich von den umliegenden Hügeln mit sich. Hügel, auf denen Bauern seit Jahrhunderten Felder bestellten, ohne zu ahnen, worauf sie standen. Als die Flut weicht, liegen hunderte archäologische Schätze einfach auf dem Boden. Es sind Gefäße, Schalen, Becher und Tabletts aus Chlorid, einem dunkelgrünen Mineral. Weicher als Granit, aber widerstandsfähig genug, um Jahrtausende zu überdauern. Die Oberflächen sind mit Reliefs von unbegreiflicher Präzision überzogen. Schlangen mit detaillierten Einzelschuppen, Adler mit sichtbaren Federreihen, Skorpione, stilisierte betende Menschen und geometrische Muster, die wie ein maschineller Code wirken. Die Nachricht verbreitet sich wie ein Lauffeuer. Noch bevor die Behörden das Areal absichern können, durchwühlen Einheimische die Hügel mit bloßen Händen. Tausende Artefakte der sogenannten Jiroft-Kultur überfluten den Schwarzmarkt, tauchen in London, Genf und Tokio auf. Die so wichtige Kontextinformation, in welcher Bodenschicht und Tiefe die Objekte lagen, geht für immer verloren. Es ist einer der tragischsten archäologischen Verluste des 21. Jahrhunderts. Verursacht durch schlichten Regen. Professor Yusuf Majid-Zadeh, einer der renommiertesten Archäologen des Iran, übernimmt schließlich das Ruder. Zwischen 2003 und 2007 gräbt er an den Haupthügeln Konar Sandal A und B. Was er dort ans Licht bringt, wird zum massiven Problem für die etablierte Chronologie des Nahen Ostens. Die ältesten Schichten von Jirof datieren auf 4800 vor Christus. Das ist gut 300 Jahre älter als die ersten sumerischen Stadtstaaten. Älter als Uruk, älter als Eridu. Und das Verblüffende, diese Artefakte zeigen keinerlei Anfängerfehler. Es gibt keine primitive Entwicklungsphase. Vom allerersten Stratum an ist diese Kunst vollendet, als hätte eine Gesellschaft eine bereits perfekte Handwerkstradition einfach mitgebracht. Und Majid-Zadeh findet noch mehr: eine monumentale, 13 Meter hohe Zitadelle mit dicken Umfassungsmauern. Darin Ziegel mit Inschriften in einer Schriftzeichenfamilie, die völlig unbekannt ist. Weder sumerisch noch protoelamisch, eine komplett eigenständige Schrift. Majid-Zadeh nennt Jiroft eine der frühesten eigenständigen Hochkulturen der Erde. Die Reaktion der westlichen Akademiker? Höfliches Schweigen. Kein Widerspruch, aber auch keine Erwähnung in den Lehrbüchern. Man ignoriert Jiroft schlichtweg. Doch ein spezifisches Detail lässt sich nicht wegschweigen.
Auf den Chloridgefäßen aus Jiroft taucht immer wieder ein mysteriöses Objekt auf, das dort eigentlich nicht existieren durfte. Eine eingeschnitzte Figur hält einen rechteckigen Gegenstand mit einem Henkel in der herabhängenden Hand, die sogenannte Handtasche der Götter. Und exakt dieses Motiv taucht überall auf der Welt auf. Bei den Abgal, den geflügelten Wächtern in Mesopotamien. Auf den Steinsäulen von Göbekli Tepe in der Türkei, 7000 Kilometer entfernt. Und sogar bei den Olmeken in Mexiko, am anderen Ende der Welt. 3 Kontinente, Jahrtausende voneinander getrennt, ohne jegliche Handelsrouten. Die Schnitzer von Jiroft formten diese Tasche übrigens nicht als vages Symbol. Sie zeigten Riemen, Innenfächer und Verschlüsse. Sie kopierten einen sehr realen, technischen Gegenstand. Wie ist all das möglich? Hier kommt die Studie von Jeffrey Rose zurück ins Spiel. Seine bahnbrechende Publikation im Fachjournal Kurrent Anthropologie beschreibt den Persischen Golf als einst blühende Oase. Während die Sahara und Arabien in der letzten Eiszeit zur Wüste verdorrten, bot diese Talsenke das reinste Paradies. Rose stützt sich auf 3 harte Fakten. Erstens, bathymetrische Daten. Hochauflösende Scans des Meeresbodens zeigen versteinerte Flussbetten, Seen und Terrassenlandschaften unter Wasser. Zweitens, Sedimentanalysen. Bohrkerne vom Grund des Golfs weisen terrestrische Pflanzenpollen und Reste urzeitlicher Wälder nach. Drittens, der archäologische Befund. An den Rändern des Golfs, in Kuwait, Bahrain, den Emiraten und im Iran, schossen um 8000 v. Chr. Plötzlich hochentwickelte Siedlungen aus dem Boden. Keine graduelle Entwicklung. Sofortige Perfektion in Keramik, Werkzeug, Architektur und Bestattungsriten. Stell dir folgendes Szenario vor. Eine hochentwickelte Zivilisation flieht vor dem unaufhaltsam steigenden Meeresspiegel. Zentimeter für Zentimeter, Generation für Generation weichen sie an die Ufer zurück. Sie bringen all ihr Wissen aus der sinkenden Ebene mit. Das, was wir heute als Sumer die erste Zivilisation bezeichnen, war also gar nicht der Anfang. Es war das Erbe. Genau dieses Szenario finden wir in den alten sumerischen Texten bestätigt. Dort spricht man von Onnes, auch Adapa oder Uana genannt, dem ersten der 7 Weisen, den Abgal. Der babylonische Priester Berossos, der im 3. Jahrhundert vor Christus lebte, beschrieb dieses Wesen ganz genau. Es stieg aus dem Erythräischen Meer, also dem Persischen Golf, an Land. Es war halb Mensch, halb Fisch. Unter einem Fischkopf trug es ein menschliches Gesicht und es sprach mit einer menschlichen Stimme. Oannes kam zu den primitiven Küstenbewohnern und lehrte sie Architektur, Gesetzgebung, Geometrie und Landwirtschaft. Alles, was eine Zivilisation ausmacht. Jeden Abend kehrte dieses Wesen ins Wasser zurück. Ganze 2300 Jahre lang tat man das als Mythos über Fischgötter ab. Doch durch Roses Entdeckung ergibt alles einen Sinn. Onnes war kein Fischmonster. Er war schlichtweg ein Flüchtling. Ein hochgebildeter Überlebender aus der versunkenen Ebene. Wie beschreiben primitive Küstenbewohner ohne Schrift einen fremden Mann, der plötzlich in einem Boot oder Tauchanzug aus den Fluten auftaucht und unendliches Wissen besitzt? Als Wesen aus dem Wasser. Die Mythologie ist absolut korrekt, nur unsere Interpretation war falsch. Das sumerische Weltsystem Prisma belegt das. Könige vor der großen Flut hatten extrem lange Regierungszeiten. Könige danach ganz normale. Die Abgal verschwanden, ihr Wissen blieb. Und als wäre das nicht genug, gibt es direkt am Eingang dieser versunkenen Oase ein geologisches Rätsel, das förmlich nach Antworten schreit. Auf der iranischen Insel Kash in der Straße von Hormuz liegt das Valley of Stars. Hier finden Geologen Felsformationen aus Sand und Kalkstein, deren Oberfläche aussieht, als wäre sie mit einem Schweißbrenner bearbeitet worden. Die Felsen sind glasartig geschmolzen und in dicken Wülsten erstarrt wie Lava. Das Problem? Cashem ist keine vulkanische Zone. Der nächste Vulkan, der Damawand, ist über 1000 Kilometer weit weg. Es gibt hier zwar Erdbeben, aber Erdbeben schmelzen keine Steine. Um Kalkstein zu verflüssigen, braucht man über 1200 Grad Celsius. Sandstein verglast erst bei über 1300 Grad. Ein massiver Waldbrand erreicht nicht ansatzweise solche Hitze. Selbst die besten industriellen Schmelzöfen der Bronzezeit schafften diese Temperaturen nicht. Blitzeinschläge erzeugen winzige Glasröhren, Fulgurite im Sand, aber verglasen keine hunderte Quadratmeter großen Felswände. Und ein Meteoriteneinschlag? Ausgeschlossen. Es gibt weder einen Krater noch Schockquarzmineralien. Dr. Farrokh Hutz untersuchte das Gebiet und nannte es schlicht thermisch veränderte Oberflächen. Eine schöne leere Phrase.
Irgendetwas am Eingang des Persischen Golfs hat Felswände mit über 1300 Grad Hitze geschmolzen. Ein Zufall? Eher unwahrscheinlich. Der letzte Ausweg der Skeptiker lautet stets: Jiroft hat seine Technologie einfach von den Sumerern kopiert. Ein klassischer Technologietransfer von West nach Ost. Diese Ausrede funktioniert jedoch nicht bei der Metallurgie. Sumer nutzte klassische Zinnbronze, 90% Kupfer, 10% Zinn, was weite Handelsrouten nach Afghanistan erforderte. Die Metallurgen im iranischen Jiroft hingegen stellten Arsenbronze her. 2–4% Arsen statt Zinn. Das ist keine primitive Zwischenstufe, sondern eine völlig andere, eigenständige Technologie. Arsenbronze hat einen höheren Schmelzpunkt, eine silberne Farbe und korrodiert in feuchtem Klima weniger. Aber der Prozess ist hochgefährlich. Arsendämpfe sind tödlich. Wer das herstellt, braucht komplexe Belüftungssysteme, präzises chemisches Wissen und perfekte Abgasleitung. Ansonsten stirbt der Schmied sofort. Diese Kultur besaß also eine chemische Meisterschaft, die sie sich völlig autark angeeignet hat. Sie wurde nicht von Sumer geerbt, sie kam von unten aus dem versunkenen Ozean. Fassen wir die 6 Datenpunkte zusammen. Der Persische Golf war eine blühende Ebene mit 4 Flüssen, genau wie das biblische Eden. Voll entwickelte Kulturen tauchen plötzlich an den steigenden Ufern auf. Jiroft ist älter als Sumer und teilt das globale Motiv der Göttertäschchen. Sumerische Schriften beschreiben exakt das: Wesen, die aus dem Wasser kamen und Wissen brachten. Das metallurgische Wissen in Jiroft war völlig eigenständig und hochkomplex. An der Mündung der Oase finden wir unerklärlich geschmolzenes Gestein bei 1300 Grad. Das ist kein Zufall mehr. Das ist ein Muster. Sumer war nicht der Anfang der Menschheitsgeschichte. Sumer war das Ende eines dramatischen Rückzugs. Die erste Zivilisation war in Wahrheit die letzte, die übrig blieb, die Überlebenden einer Hochkultur, die heute auf dem Grund des Persischen Golfs ruht. Wenn unsere offizielle Geschichtsschreibung schon hier dermaßen kollabiert, dann halte dich fest für das, was uns in Ägypten erwartet. Im nächsten Video knöpfen wir uns die große Pyramide vor.